Lektion 1: Sprechende Puppen. Haben Sie jemals mit einer Puppe gesprochen? Tja, früher hatte ich eine Puppe, von der ich dachte, sie könne etwas erwidern. Wirklich? Wie hat das funktioniert? Meine Mutter würde für die Puppe einstehen und ich glaubte, dass sie echt sei. Das hört sich lustig an. Worüber hast du gesprochen? Wir sprachen über meinen Tag und meine Träume. Es fühlte sich wie ein echtes Gespräch an. Das ist zu kreativ. Hattest du eine Lieblingspuppe? Ja, ihr Name war Lucy. Sie war meine beste Freundin. Es ist erstaunlich, wie sich Spielzeug als Kind so echt anfühlen kann. Lektion 2: Morgengymnastik. Ich trainiere 5 Tage die Woche jeden Morgen. Wuff, das ist lobenswert. Wie lange dauert es? Es dauert jeden Tag etwa eine Stunde. Ich fühle mich danach großartig. Das ist beeindruckend. Was für Übungen magst du? Ich mische Cardio und Krafttraining. Hält die Sache interessant. Klingt nach einer guten Balance. Macht es dir Spaß? Ja, ich liebe es. Es gibt mir Energie für den kommenden Tag. Ich sollte auch versuchen, in eine Routine zu kommen. Definitiv. Es kann Ihre Stimmung und Gesundheit wirklich verbessern. Lektion 3: Fokus VS. Multitasking. Anstatt Multitasking zu betreiben, konzentriere ich mich lieber auf eine Aufgabe nach der anderen. Das macht Sinn. Wie hilft das Ihnen? Ich finde, dass ich besser arbeite und mich weniger gestresst fühle. Ich stimme zu. Multitasking kann manchmal überwältigend sein. Genau. Was ist mit dir? Wie arbeiten Sie? Ich versuche mich auch zu konzentrieren, aber manchmal werde ich abgelenkt. Das passiert jedem. Es ist eine Fähigkeit, die es zu verbessern gilt. Ja, vielleicht können wir Tipps geben, um konzentriert zu bleiben. Tolle Idee. Lassen Sie uns einander zur Rechenschaft ziehen. Lektion 4: Anpassen von Routinen. Absolut. Sie können Ihre Routine nach Ihren Wünschen anpassen. Das stimmt. Worauf konzentrieren Sie sich in Ihrer Routine? Ich gebe meiner Gesundheit und meinen Hobbys Priorität. Es macht mich glücklich. Das klingt wunderbar. Ich muss mehr Hobbys zu meinen hinzufügen. Welche Hobbys machen dir Spaß? Ich liebe es zu malen und zu lesen. Sie entspannen mich. Die sind großartig. Sie sollten sich regelmäßig Zeit für sie nehmen. Ich wäre. Es ist wichtig, Zeit für uns selbst zu haben. Definitiv. Balance ist der Schlüssel im Leben. Lektion 5: Arbeitsleben. Wer beruflich arbeitet, steht oft vor unterschiedlichen Herausforderungen. Ja, es gibt White-Collar- und Blue-Collar-Jobs. Ja, jeder hat seine eigenen Anforderungen und Belohnungen. Es ist interessant zu sehen, welchen Beitrag jede Rolle zur Gesellschaft leistet. Genau. Beide sind auf ihre Art wichtig. Ich schätze die harte Arbeit, die jeder leistet. Ich auch. Es ist das, was die Welt bewegt.
Ja, Teamarbeit ist für den Erfolg unerlässlich. Absolut. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Lektion 6: Auf dem richtigen Weg bleiben. Konkrete Ziele zu setzen und einen Trainingspartner zu haben, hält mich auf dem Laufenden. Das ist eine kluge Strategie. Hast du einen Trainingspartner? Ja, wir motivieren uns gegenseitig, konsequent zu bleiben. Das ist großartig. Ich denke, es hilft, Unterstützung zu haben. Definitiv. Dadurch macht das Training auch mehr Spaß. Ich sollte jemanden finden, der sich mir anschließt. Du solltest. Es kann ihre Routine wirklich verändern. Ich werde mir einen Kumpel suchen. Danke für die Idee. Gern geschehen. Lass mich wissen, wie es läuft. Lektion 7: Würde in der Arbeit. Um die Würde unseres Lebens zu bekräftigen, wird diese Arbeit fortgesetzt. Das ist tiefgründig. Jeder Job hat seinen Wert. Ja, es ist wichtig, alle Arten von Arbeit zu respektieren. Zuruf. Jeder spielt eine Rolle in der Gemeinschaft. Und es ist wichtig, ihre Beiträge anzuerkennen. Ja, es ist wichtig, sich gegenseitig aufzurichten. Gemeinsam können wir eine bessere Gesellschaft schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Einigkeit macht stark. Lasst uns diese Botschaft weiter verbreiten. Lektion 8: Planetariumslösungen. Nicht jeder möchte nachts lange wach bleiben. Das stimmt. Ein Planetarium ist eine ideale Lösung für die Sternenbeobachtung. Genau. Sie können die Sterne sehen, ohne die späten Stunden zu haben. Außerdem ist es lehrreich und unterhaltsam. Es lehrt so viel über das Universum. Ich liebe es, wie es die Wissenschaft für jeden zugänglich macht. Ja, es weckt die Neugier bei Kindern und Erwachsenen. Wir sollten bald einen Besuch in einem Planetarium einplanen. Tolle Idee. Machen wir es möglich. Lektion 9: Leistung analysieren. Um Ihre Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern, können Sie zwar riesige Datenmengen analysieren. Ja, die Datenanalyse ist entscheidend für das Wachstum. Unternehmen verlassen sich darauf, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja, es hilft bei der Identifizierung von Stärken und Schwächen. Darüber hinaus treibt es Innovationen in vielen Bereichen voran. Ich finde es faszinierend, wie Daten unsere Welt prägen. Das tut es wirklich. Wir leben in einem datengesteuerten Zeitalter. Ich bin daran interessiert, mehr über Datenanalyse zu erfahren. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Lektion 10: Stilauswahl. Ich denke, einfache und elegante Stile sind zeitlos. Ich stimme zu, aber ich bevorzuge so etwas Buntes. Farbe verleiht Outfits mit Sicherheit Persönlichkeit. Ja, es kann jeden Look aufhellen. Welche Farben gefallen dir am besten? Ich liebe leuchtende Rot- und Blautöne. Sie geben mir das Gefühl, lebendig zu sein. Das sind großartige Entscheidungen. Sie fallen wirklich auf. Tja, bei der Mode geht es darum, auszudrücken, wer wir sind.
Absolut. Jeder Stil erzählt eine Geschichte. Lektion 11. Das Abenteuer erwartet Sie. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Abenteuer zu erleben? Besuch. Abenteuer schaffen die besten Erinnerungen. Welche Art von Abenteuern genießen Sie? Ich liebe es zu wandern und neue Orte zu erkunden. Bitte. Ich mag Rohrtriebs. Die Reise selbst hat etwas Aufregendes. Das hört sich lustig an. Haben Sie ein Lieblingsziel für einen Rohrtrieb? Ja, die Küste. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Die Natur hat eine Art, uns zu inspirieren. Genau. Dadurch fühlt sich jeder Moment besonders an. Lektion 12. Einzigartige Funde. Haben Sie von Ihrer letzten Reise Souvenirs gekauft? Tja, ich fand einen urigen kleinen Laden und kaufte einige einzigartige handgefertigte Artikel. Das klingt interessant. Was für Artikel? Ich habe Töpferwaren und einen wunderschönen Schal bekommen. Sie sind einzigartig. Ich liebe handgemachte Sachen. Es erzählt eine Geschichte. Ja, jedes Stück fühlt sich besonders und persönlich an. Wohin sind Sie gereist? Ich ging in ein kleines Dorf am Meer. Es war bezaubernd. Ich kann es mir nur vorstellen. Kleine Städte haben oft die schönsten Schätze. Lektion 13. Architektonische Wunder. Was halten Sie von Gebäuden mit hohen Decken? Sie können so beeindruckend sein, aber es würde mir wahrscheinlich schwer fallen, durch die Tür zu kommen. Das stimmt. Manche Orte scheinen so großartig zu sein. Ja, aber ich liebe das Gefühl von Raum und Höhe. Es ist wie in einer anderen Welt. Ja, man fühlt sich dadurch auf eine gute Art und Weise klein. Haben Sie ein Lieblingsgebäude, das Sie besucht haben? Ich habe die Kathedrale in Barcelona geliebt. Die Architektur war atemberaubend. Das klingt erstaunlich. Ich würde es gerne eines Tages sehen. Lektion 14. Perfektes Hotel. Was suchen Sie in einem Hotel? Ich möchte etwas zentral Gelegenes und Komfortables. Das macht Sinn. Barrierefreiheit ist wichtig. Ja, ich möchte in der Nähe aller Sehenswürdigkeiten sein. Bevorzugen Sie Hotels oder Ferienwohnungen? Wegen der Annehmlichkeiten tendiere ich zu Hotels. Bitte. Ich mag Ferienwohnungen wegen der einzigartigen Erlebnisse. Das ist ein guter Punkt. Jedes hat seinen Charme. Wir sollten Optionen für unsere nächste Reise vergleichen. Lektion 15. Shakespeare Straßen. Sind Ihnen Straßen aufgefallen, die nach Shakespeare Figuren benannt sind? Tja, es ist faszinierend, wie sie Namen wie Arden Park und Romeo Street verwenden. Es verleiht dem Viertel einen einzigartigen Charakter. Definitiv. Dadurch fühlt sich das Herumlaufen wie eine Geschichte an. Ich frage mich, ob die Leute die Referenzen kennen. Manche mögen es vielleicht, aber andere mögen einfach nur die Namen. So oder so, es weckt die Neugier.
Ich glaube, es ist ein toller Gesprächseinstieg. Ich würde diese Gegend gerne irgendwann mit Ihnen erkunden. Lektion 16. Emotionen verstehen. Was fällt dir auf, wenn du sie ansiehst? Ich sehe, was in ihr ist. Emotionen sagen viel. Manchmal kann ein Lächeln tiefere Gefühle verbergen. Ja, und ich denke, es ist wichtig zu fragen, wie sie sich fühlt. Kommunikation hilft uns, besser zu verstehen. Ruf. Es sind die kleinen Dinge, die zählen. Ich stimme zu. Für jemanden da zu sein, ist kraftvoll. Das ist es wirklich. Er schafft Bindungen. Denken wir immer daran, uns gegenseitig zu unterstützen. Lektion 17. Geschäfte erkunden. Hast du schon in irgendwelchen Geschäften nachgeschaut? Das klingt nach einer tollen Idee. Ich hatte keine Gelegenheit. Du solltest. Es gibt so viele einzigartige Orte. Ich freue mich darauf, es zu erkunden. Was empfehlen Sie? Suchen Sie nach lokalem Kunsthandwerk und Spezialitäten. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Ich auch. Es geht um das Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ich finde. Lasst uns gemeinsam einen unterhaltsamen Ausflug daraus machen. Lektion 18. Ein Muss in Spanien. Welche Orte in Spanien muss man unbedingt besuchen? Das klingt faszinierend. Ich würde sagen, Barcelona ist eine Top-Wahl. Ich habe dort Erstaunliches über die Architektur gehört. Tja, die Gaudi-Gebäude sind einfach atemberaubend. Was sollte ich sonst noch sehen? Verpassen Sie nicht die Alhambra in Granada, es ist atemberaubend. Ich werde das zu meiner Liste hinzufügen. Irgendwelche Essensempfehlungen? Probieren Sie unbedingt Tapas. Sie sind köstlich und ein lokaler Favorit. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Spanien klingt perfekt. Lektion 19. Einfachheit schätzen. Was macht Ihrer Meinung nach das Leben zu etwas Besonderem? Ruf. Es sind die einfachen Dinge, die Freude bereiten. Möchten Sie einen ruhigen Abend genießen oder ein gutes Buch lesen? Tja, diese kleinen Momente sind kostbar. In unserem geschäftigen Leben kann man sie leicht übersehen. Ja, wir sollten jeden Moment wertschätzen. Nehmen wir uns Zeit für diese einfachen Freuden. Das würde mir gefallen. Es hält uns auf dem Boden. Auf ein Leben voller einfacher Freuden. Lektion 20. Schnelles Wachstum. Ist Ihnen aufgefallen, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt hat? Ja, die Rolle der Computer hat sich so schnell ausgeweitet. Es ist faszinierend, wie sie unser Leben verändert haben. Ruf. Die Auswirkungen sind enorm, insbesondere in der Kommunikation. Ich erinnere mich, als das Internet gerade erst begann. Doch mittlerweile ist es Teil unserer täglichen Routine. Es ist unglaublich. Die USA und die UdSSR hatten unterschiedliche Ansätze. Ja, es hat so viel von unserer Geschichte geprägt. Lassen Sie uns weiter erforschen, wie sich Technologie heute auf uns auswirkt.
Lektion 21 Box-Limits. Das ist praktisch. Gibt es eine Begrenzung, wie lange ich die Box nutzen kann? Ja, Sie können es etwa 2 Wochen lang verwenden. Danach müssen Sie es zurückgeben. Was ist, wenn ich es länger brauche? Sie können eine Verlängerung beantragen. Diese hängt jedoch von der Verfügbarkeit ab. Das macht Sinn. Wie beantrage ich das? Sie füllen einfach online ein Formular aus. Es ist wirklich einfach. Großartig. Ich denke, ich werde es noch eine Woche brauchen. Denken Sie daran, es rechtzeitig zurückzusenden, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Auf jeden Fall, ich werde eine Erinnerung auf meinem Telefon einrichten. Lektion 22 Reisetipps. Es ist wichtig, vor Reiseantritt die Visabestimmungen zu prüfen. Ja, und packen Sie auch das Nötigste wie Kleidung und Toilettenartikel ein. Vergessen Sie nicht, ein paar grundlegende Sätze auf Spanisch zu lernen. Ja, es erleichtert die Kommunikation erheblich. Sind Sie schon einmal in ein spanischsprachiges Land gereist? Ich war letztes Jahr in Mexiko. Es war unglaublich. Das hört sich lustig an. Was war dein Lieblingsteil? Ich habe es geliebt, die antiken Ruinen zu besuchen. Sie waren so faszinierend. Haben Sie während Ihres Aufenthalts lokale Gerichte probiert? Lektion 23 Wettbewerbsansichten. Manche Leute halten den Wettbewerb zwischen Frauen für unnatürlich. Das ist eine interessante Perspektive. Warum fühlen Sie sich so? Sie glauben, dass es zu Eifersucht und Konflikten führen kann. Aber ist Wettbewerb nicht Teil des persönlichen Wachstums? Definitiv. Es kann uns motivieren, uns zu verbessern. Ja, ein gesunder Wettbewerb kann sehr vorteilhaft sein. Was halten Sie also davon, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen? Ich denke, das ist wichtig. Zusammenarbeit ist kraftvoll. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Lektion 24 Solo-Reiseabenteuer. Allein zu reisen kann ein echtes Abenteuer sein. Besuch. Es ist eine Gelegenheit zu lernen und sich anzupassen. Was gefällt dir am Alleinreisen am meisten? Ich liebe die Freiheit, in meinem eigenen Tempo zu erkunden. Das stimmt. Sie können Ihren eigenen Interessen folgen. Ja, und lerne unterwegs neue Leute kennen. Haben Sie während Ihrer Alleinreise dauerhafte Freundschaften geschlossen? Definitiv. Mit einigen von ihnen halte ich immer noch Kontakt. Das ist wunderbar. Alleine reisen kann so lohnend sein. Lektion 25 Klare Kommunikation. Wir sollten Missverständnisse unbedingt vermeiden. Ja, klare Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft verstanden wird? Ich versuche so direkt und klar wie möglich zu sein. Das ist klug. Auch das Stellen von Fragen kann hilfreich sein. Ja, es ist besser zu klären als zu vermuten. Hatten Sie schon einmal ein lustiges Missverständnis? Tja, einmal habe ich ein Wort falsch ausgesprochen und alle haben gelacht.
Das ist eine tolle Möglichkeit zu lernen. Auch Humor hilft. Lektion 26. Komikjagd. Was genau suchen Sie? Ich bin auf der Suche nach einem Windhage-Comic. Das klingt spannend. Sammeln Sie Comics. Ja, ich liebe die Kunstwerke und Geschichten. Welches Comicbuch ist dein Favorit? Ich liebe die klassischen Superheldenfilme wirklich. Die sind zeitlos. Habt ihr gute Geschäfte gefunden? Da in der Innenstadt gibt es einen tollen Laden mit seltenen Fundstücken. Ich sollte es mir ansehen. Es klingt wie eine Schatzkammer. Lektion 27. Anziehstars. Dann verkleiden sich Kinder als verschiedene Dinge. Ja, es sind nicht nur lustige Menschen, sondern auch Tiere oder Früchte. Ich erinnere mich, dass ich mich einmal als Superheld verkleidet habe. Das hört sich lustig an. Ich liebte es, eine Prinzessin zu sein. Kinder haben beim Verkleiden so viel Fantasie. Ja, es ermöglicht ihnen, sich kreativ auszudrücken. Denken Sie, dass Anziehspiele für Kinder wichtig sind? Hilf. Es stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre sozialen Fähigkeiten. Ich stimme zu. Für sie ist es eine wunderbare Möglichkeit zu lernen. Lektion 28. Betriebsstunden. Sind sie jeden Tag geöffnet? Ja, sie sind 7 Tage die Woche geöffnet. Das ist großartig. Wie sind Ihre Betriebszeiten? Sie öffnen um 9 Uhr und schließen um 20 Uhr. Perfekte Zeit für einen Besuch. Gibt es an Feiertagen besondere Öffnungszeiten? Ja, an Feiertagen öffnen sie später gegen 10 Uhr. Das ist schön zu wissen. Kann ich Reservierungen vornehmen? Ja, Sie können einen Platz online reservieren. Eindrucksvoll. Ich werde Ihre Website überprüfen. Lektion 29. Erinnerung an Trophäen. Erinnern Sie sich an Ihre erste Trophäe? Ja, es war für eine Schulsportveranstaltung. Das ist cool. Wie hast du dich gefühlt, als du es bekommen hast? Ich war so stolz und aufgeregt. Es ist erstaunlich, wie uns diese Momente im Gedächtnis bleiben. Hilf. Sie schaffen bleibende Erinnerungen. Und es ist schön zu sehen, wie alle gefeiert werden, vom Spieler bis zum Trainer. Ja, jeder trägt dazu bei, dass es etwas Besonderes wird. Ich denke, das ist es, was den Sport so verbindend macht. Lektion 30. Offene Kommunikation. Ich denke, Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Ich stimme zu. Es hilft, Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Wie pflegen Sie eine offene Kommunikation? Ich achte darauf, aktiv zuzuhören und meine Gedanken klar auszudrücken. Das ist wichtig. Was ist, wenn es ein Missverständnis gibt? Ich versuche, es sofort anzugehen, die Luft zu klären. Das ist ein guter Ansatz. Es verhindert, dass Probleme eskalieren. Ja, und es schafft einen sicheren Raum zum Teilen von Gefühlen. Ich glaube, dass es die Bindung zwischen Menschen stärkt. Lektion 31. Traumurlaub.
Was ist Ihre Vorstellung von einem perfekten Urlaub? Wie wäre es mit einer abgelegenen Insel? Es wäre ein echter Kurzurlaub. Das klingt erstaunlich. Ich liebe die Idee der Ruhe. Ja, nur Sonne, Sand und Kristallglaswasser. Und vielleicht ein paar Strandaktivitäten wie Schnorcheln? Definitiv. Die Erkundung der Unterwasserwelt ist so aufregend. Auch die Sonnenuntergänge kann ich mir schon vorstellen. So schön. Es wäre ein wahr gewordener Traum. Eine solche Reise sollten wir eines Tages planen. Lektion 32. Mehrsprachige Hotels. Sind Ihnen Hotels aufgefallen, die verschiedene Sprachen anbieten? Ja, das ist sehr nachdenklich. Es erleichtert das Reisen. Ich denke, es zeigt, dass Sie sich um Ihre Gäste kümmern. Ja, es trägt dazu bei, dass sich jeder willkommen fühlt. Glauben Sie, dass es das Gesamterlebnis verbessert? Hinterruf. Beim Reisen ist Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Es ermöglicht einen besseren Service und ein besseres Verständnis. Ja, und es kann helfen, Verwirrung zu vermeiden. Es ist schön zu sehen, dass Hotels inklusiv sind. Lektion 33. Berufserfahrung. Was möchten Sie über Ihre Erfahrungen wissen? Sie interessierten sich für meine bisherigen Projekte. Das ist wichtig. Was haben Sie hervorgehoben? Ich teilte wichtige Erfolge und Herausforderungen mit, die ich gemeistert habe. Klingt nach einem guten Ansatz. Haben Sie viele Fragen gestellt? Ja, sie waren sehr neugierig auf meine Fähigkeiten. Es ist toll, dass Sie mehr erfahren wollen. Definitiv. Es zeigt ihr Interesse an meinem Hintergrund. Ich hoffe, es ist für dich gut gelaufen. Lektion 34. Osterferien. Was sind die wichtigen Tage für Ostern? Es gibt zwei, Karfreitag und Ostersonntag. Rechts. Was machst du normalerweise an diesen Tagen? Ich verbringe Zeit mit der Familie und genieße besondere Mahlzeiten. Das hört sich herrlich an. Haben Sie Traditionen? Ja, wir veranstalten jeden Ostermorgen eine Eiersuche. Macht Spaß. Dekorierst du die Eier? Verf Wir färben sie mit leuchtenden Farben. Ich liebe diese Idee. Es muss so bunt sein. Lektion 35. Informationsbeschaffung. Viele Leute nutzen ihren Computer für E-Mails, oder? Ja, das ist typisch. Es ist schnell und effizient. Wofür werden sie Ihrer Meinung nach sonst noch verwendet? Viele recherchieren gerne online nach Informationen. Das stimmt. Das Internet ist eine großartige Ressource. Es macht das Lernen leichter zugänglich. Haben Sie eine Lieblingswebseite zum Lernen? Ich liebe es, Bildungsplattformen für Kurse zu nutzen. Das ist eine kluge Wahl. Kontinuierliches Lernen ist wichtig. Lektion 36. Finanzplanung. Vergessen wir nicht, auch die finanziellen Aspekte zu besprechen. Ja, die Budgetierung ist für jede Reise wichtig. Genau.
Wir müssen eine Obergrenze für die Ausgaben festlegen. Auf diese Weise können wir es genießen, ohne uns zu viel Sorgen machen zu müssen. Rechts. Was ist Ihr ideales Budget für die Reise? Ich denke, wir sollten einen angemessenen Betrag anstreben. Vereinbart. Es sollte Unterkunft und Aktivitäten abdecken. Außerdem müssen wir für Lebensmittel und Souvenirs sparen. Ja, das kann sich schnell summieren. Lektion 37. Zoobesuche. Da wir ziemlich weit weg vom Zoo wohnten, waren wir nicht oft dort. Ich verstehe. Das kann einen regelmäßigen Besuch erschweren. Aber wenn wir in den Zoo gingen, freute ich mich immer über die Tiere. Tjoch, ich habe es geliebt, die Elefanten und Löwen zu beobachten. Es sind faszinierende Wesen. Hast du einen Favoriten? Ich denke, die Giraffen sind meine Favoriten. Sie sind zu groß. Giraffen sind unglaublich. Einzigartig sind ihre langen Hälse. Tja, ich liebe es, wie sie nach den Blättern greifen. Lasst uns irgendwann einmal gemeinsam einen Zoobesuch planen. Lektion 38. Hobbes. Es gibt viele interessante Dinge, die Menschen in ihrer Freizeit gerne unternehmen. Beruf. Hobbys können so erfüllend sein. Mein Vater hat ein Hobby. Er hat eine Modeleisenbahnsammlung. Das hört sich lustig an. Modeleisenbahnen können sehr detailliert sein. Ja, er verbringt Stunden damit, die Gleise aufzubauen. Ich wette, es ist entspannend und angenehm für ihn. Das ist es wirklich. Hast du irgendwelche Hobbys? Ich liebe das Malen. Es hilft mir, mich auszudrücken. Das ist wunderbar. Kunst ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Lektion 39. Historische Einblicke. Einige Ereignisse trugen zur Inspiration der amerikanischen Revolution bei, beispielsweise Beschwerden über die britische Herrschaft. Ja, die Kolonisten hatten viele Beschwerden gegen Großbritannien. Genau, die Besteuerung ohne Vertretung war ein großes Problem. Das war es auf jeden Fall. Die Menschen wollten eine Stimme in der Regierung. Und die Boston Tea Party war ein bedeutender Protest. Dieses Ereignis machte ihre Frustration deutlich deutlicher. Ja, es löste weitere Forderungen nach Unabhängigkeit aus. Geschichte ist faszinierend, vor allem wie sie unsere Gegenwart prägt. Absolut. Aus der Vergangenheit zu lernen ist wichtig. Lektion 40. Faire Vergütung. Ich möchte sicherstellen, dass ich angemessen entlohnt werde. Das ist fair. Haben Sie sich über die Marktpreise informiert? Ja, ich habe online einige interessante Daten gefunden. Was hast du entdeckt? Es scheint, dass mein aktuelles Gehalt unter dem Durchschnitt liegt. Haben Sie darüber nachgedacht, zu verhandeln? Absolut. Ich glaube, ich verdiene mehr für meine Fähigkeiten. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich muss nur noch mehr Beweise sammeln, um meinen Fall zu stützen.